Ja, wir treffen uns heute hier, weil viele Menschen merken, was ist denn eigentlich los? Was ist da draußen los? Wem kann ich noch glauben? Was erzählen uns die Medien? Was passiert? Und dadurch, dass du die große kosmische Perspektive mitbringst, freue ich mich sehr, 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 dass du heute da bist. Und ich würde sofort einfach mal mit der Frage an dich starten, was ist denn da draußen eigentlich los und warum fühlen sich die Menschen so, wie sie sich fühlen? Oh je, oh je. Wie viel Stunden haben wir Zeit, Nathalie? Okay, ich versuche ein bisschen kleiner anzufangen. Wir gehen dann ein kleines bisschen größer. Da draußen, also großes Thema ist jetzt gerade in dem Moment ET-Disclosure, also Aliens, UFO-Files gehen nach draußen. Dieses ganze Jahr ging ja schon darum, alles ans Licht zu bringen, in den Vordergrund zu bringen, das, was davor im Untergrund war. Aus meiner Perspektive, was passiert? Wir wandern gerade durch verschiedene Existenzräume. Die Menschen waren ja durch die Massenhypnose sehr, sehr, ich sag mal, von dem Bewusstseinsspektrum niedrig gehalten. Man konnte sich gerade so vielleicht an ein Leben erinnern, meistens noch nicht mal mehr an die Kindheit und die Erinnerungen kommen zurück. Je mehr Bewusstsein wir bekommen und unser Bewusstsein, wie viel wir an Daten verarbeiten können, lokalisiert uns sozusagen in den verschiedenen Bewusstseinsspektren und Existenzräumen. Je mehr Bewusstsein wir haben, je mehr Daten wir verarbeiten können, umso mehr gehen wir in Existenzräume nach oben. Und die Erde existiert ja nicht nur in einer Version, sondern in unzähligen Versionen, in unzähligen Frequenzspektren und Bewusstseinsebenen. Und es gibt einfach, sage ich mal, Wesen, die ein Existenzraum über uns waren und die uns unterdrückt haben und daran alles gesetzt haben, dass wir einfach nicht aufwachen, dass wir nicht mehr Bewusstsein bekommen. Und man kann von der vierten Dichte, von der vierten Dimension sprechen oder vom vierten Bewusstseinslevel, je nachdem. Es sind so viele Bezeichnungen dafür, aber alles meint das gleiche, meint eigentlich ein und dasselbe, aber halt in unterschiedlichen Terminologien ausgedrückt. Und was jetzt passiert durch die Bewusstseinserhöhung und die Frequenzerhöhung, die in Bewusstseinserhöhung resultiert, wandern wir in andere Existenzräume und durchschreiten jetzt gerade einen Existenzraum von Wesen, die uns bisher unterdrückt haben und wir beginnen es zu sehen. Das heißt, Dunkelheit kommt ans Licht. Und damit alles, was sie tun, begonnen von den Epstein-Files, Human Trafficking und die ganzen, sag ich mal, sehr unschönen Themen, die etwas niedrigfrequent sind. Und diese Wesen haben ein höheres Bewusstseinslevel gehabt, auch wenn das vielleicht nicht so gerne gehört wird, als wir Menschen bis vor einigen Jahren und manche bis vor einigen Monaten. Die haben auch in einer gewissen Art und Weise etwas höher geschwungen als wir, aber mit absolut negativer Agenda. Und wir befinden uns jetzt gerade sozusagen auf einem Bewusstseinslevel und Frequenzlevel, dass wir sehen, was sie tun. Das heißt, sie können es nicht mehr verbergen, es kann nicht mehr im Untergrund stattfinden. Und damit Hand in Hand geht ihre ganze Welt, die ganze Welt, die sie um uns herum aufgebaut haben, um uns, die nicht sehen konnten bisher, einfach klein zu halten und auszubeuten, auszunutzen, da unsere Energie und unser Kreatorensein sie nährt, weil sie selber nicht die Fähigkeit haben, Welten zu formen, wie die Kreatoren sehen oder Schöpfer sehen, wie wir sind, weil wir sind eigentlich in unserem Kern Schöpfer von Welten. Wir erschaffen Welten als das, was wir sind, als die Seelen, die wir sind. Und diese Wesen haben nicht die Kapazität, selbst Welten zu erschaffen. Sie brauchen Kreatorenseelen, sie brauchen Schöpferseelen. Und dafür haben sie, sag ich mal, eine ganze Farm, eine ganze Seelenfarm aufgebaut, hier auf dieser Erde, aber auch darüber hinaus, um einfach Seelen dazu zu bringen, für sie Welten zu erschaffen, die sie am Ende kontrollieren. Und all das kommt jetzt ans Tageslicht. Und das, weil wir Seelen uns entschieden haben, dass es jetzt an der Zeit ist. Es gibt auch keine Opfer innerhalb dieser Kreation, sondern wir als die Seelen, die wir sind, haben uns entschieden, denen, die nicht schöpfen können, zu helfen, eine Welt aufzubauen. Und diese, sag ich mal, Verträge auf Seelenebene laufen jetzt gerade langsam aus. Nicht nur hier, sondern in unzähligen ich sag mal, Existenzräumen, wo diese Wesen auch noch sind, dass Seelen einfach jetzt nach Hause kommen, weil die Arbeit getan ist, die über Millionen von Jahren gedauert hatte. Und alles, was wir jetzt gerade sehen, sozusagen hier in unserer Welt, ist eine Reflexion von dem, weil oben wie unten, Mikrokosmos wie Makrokosmos, alles, was wir sehen, ist im Quantum miteinander verstrickt und verwoben, da wir immer noch in unserer Energie sind. Das heißt auch, dass die Wesen
von denen wir, sag ich mal, ausgebeutet oder mit denen wir co-kreiert haben, je nachdem, welches Wort für euch oder welcher Ausdruck für euch stimmiger ist, ähm, wird einfach, sag ich mal, nicht mehr in unserer Reflexion gehalten. Das heißt, diese Wesen müssen jetzt lernen, selbst zu laufen und versuchen natürlich, sich zu wehren und alles zu tun, um uns weiter in der Co-Kreation zu halten. Und was ich fühle, weil einfach auf der Erde alles viel, viel schneller geht als in anderen Existenzräumen, anderen Teilen des Universums, passiert das jetzt in den nächsten Jahren. Und wir sehen das in Form von einer rapiden Veränderung von Bewusstsein und Machtstrukturen. Gleichzeitig ist trotzdem parallel noch der Existenzraum der nicht ganz so positiven Wesen in Position. Das heißt, die New World Order ist immer noch dabei, sich zu entfalten, während aber Seelen aufwachen, die Welten erschaffen und einfach dieser ganzen Welt, die geplant war zu kreieren, einfach nicht zustimmen. Und das ist letzten Endes der Kern, weshalb die Seelen Menschen aufwachen und sagen, okay, die New World Order ist nicht das, worüber wir gesprochen haben. Das war nicht Teil des Plans gewesen und wir wachen auf. Das ist wie wenn jemand einen Albtraum hat und nach einer gewissen Zeit in dem Albtraum wachen wir auf. Wir wecken uns, unser Körper, unser Nervensystem weckt uns. Und im Grunde ist das das, was wir jetzt gerade sehen. Deswegen wachen so, so viele Menschen auf und eben auch, wenn man beginnt, das System zu sehen, dadurch, dass wir durch diesen Existenzraum laufen. Aber der Existenzraum ist nicht dafür da, unbedingt, dass alle darin stehen bleiben, sondern weitergehen. Und das ist dann aus meiner Perspektive das, was jetzt viele lernen, nicht nicht so viel Energie mehr in diesen Raum zu geben, sondern weiterzugehen, weiter das Bewusstsein zu erhöhen, die Frequenz zu erhöhen und hindurchzuschreiten, ohne zu kämpfen. Und deswegen ist das, wo ich mit Ozeanlicht schon stehe, seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass ich sage, Souveränität und die eigene Schöpferkraft wieder zu aktivieren, über das Herz seiner Energien zurückzunehmen. Und es gibt nichts in der äußeren Welt, was wir verändern müssen. Die äußere Welt verändert sich, wenn wir uns verändern. Und ich habe auch schon vor vielen Jahren gesagt, Nathalie, du warst schon dabei gewesen bei den allerersten Kursen und du kannst dich bestimmt erinnern, dass ich gesagt habe, wir haben irgendwann nicht mehr die Zeit, uns abzulenken und die äußere Welt verändern zu wollen, sondern wir kommen irgendwann an einen Punkt, wo wir strikt und relativ stur unseren Herzensweg gehen müssen, ohne links und rechts zu gucken, weil alles um uns herum so stark im Wandel ist, dass es uns aufhalten würde, wenn wir versuchen würden, in irgendeiner Art und Weise im Außen noch irgendwas zu verändern. Und im Grunde ist das jetzt genau aktiv Mhm. und viel mehr valide als jemals zuvor. Mhm. Und es ist so spannend, natürlich, ich komme jetzt aus der Human Design Perspektive, bei ursprünglich auch aus diesen metaphysischen Zusammenhängen, aber aus Human Design kam man in mein Leben und man kann in den großen Zyklen jetzt aus dieser Perspektive, zumindest ich kann abbilden, was da passiert. Wir kommen jetzt aus einem Zyklus, wo über 400 Jahre falsche Deals eingegangen werden konnten. Also die Hintergrundfrequenz hat das sozusagen unterstützt. Das bedeutet nicht, dass die Hintergrundfrequenz böse ist oder so, sondern die hat dem in die Karten gespielt, dass man das noch so wirklich gut ausspielen kann und dass wahrscheinlich auch viele Wesen, sage ich jetzt mal, das für sich genutzt haben. Und das Spannende ist, in 2027 passiert aus Sicht des Human Design dieser Shift, wo wir von diesen auch faulen Deals, da gibt es natürlich auch gute Deals, zum individuellen Spirit gehen. Das heißt, es geht darum, welche Geisteshaltung hast du? Und die Geisteshaltung bedeutet aus Sicht des Human Design, alles ist in dir. Und ob das Glas halb voll ist oder halb leer ist oder wie du mit den Dingen umgehst. Und das ist auch das, was mich so sehr bei dir hinzieht und wo ich so erkenne, wirklich tief erkenne, ja, das ist genau das, was jetzt zu tun ist. Das ist, guck nicht nach außen, guck nach innen, räum dein Quantum auf, geh rein, schau dir es an, hab keine Angst vor deinem eigenen Schatten und so weiter, weil das ist genau die Geisteshaltung, die uns sozusagen in dieses höhere Bewusstsein führt, was jetzt kollektiv aus Sicht des Human Design über die Transite und über diese Hintergrundfrequenz wie bestärkt wird, wo uns das Äußere, alles Durchdringende sozusagen uns unterstützt, dass das kommen darf. Und das ist so, für mich passt es einfach so zusammen. Jeder hat ja seine eigene Logik da auch drin. Ich will hier auch niemand was überstülpen, aber das ist einfach so passend irgendwie.